Wir sind im Sinne-Salum-Delta und da werden Bootstouren angeboten. Und wir versuchen, Weiterfahrten mit den Mopeds und Bootsfahrt zu kombinieren und 200 Kilometer zu sparen. Wir haben keinen Bock auf Landstraßen. Die sind nicht komplett überfüllt hier an der Küste. Mal schauen, ob die Mopeds ins Holzboot passen. Would you call me oblivious, stuck in my time, not really knowing where I'm at most of my life. Die Kiddies, alle grün angezogen. Also sein Schiff liegt ungefähr hinter dem Tor, wo wir gewartet haben. Okay, das ist ja easy. Hallo. Jan, du sollst geradeaus fahren, bis auf der rechten Seite die letzte Mauer kommt. Das ist die Schule. Da sollen wir auf ihn warten. Okay. Was hat er gesagt? Ich fahre dir jetzt einfach hinterher, ja? Dann wollen wir mal sehen, ob die zwei Mopeds auf so ein Bootchen passen. Et voilà! Doch gut, wenn man kleine, leichte Mopeds fährt. Das ist ein nettes Dörfchen, ja. Ganz schön salzig. Jetzt müssen wir erstmal entsalzen. Die Asphaltstraße. Da vorne geradeaus? Nee. Doch. Ja, so weit noch. Natürlich, guck doch aufs Navi. Siehst du es doch. Tschüss, egal. War nett. War Nett. Wir sind unbeeindruckt. Aber vielleicht kommt es ja noch, wenn wir auf der anderen Seite in Gambia wieder rausfahren.
Ja, oder wenn wir ganz im Osten sind. Mal schauen. Aber entlang der Küste fand ich es jetzt etwas charakterlos. Mal gucken, was Gambia zu bieten hat. Links ist es Fortress, oder? Ja. Nee, da ist das Volleyballfeld. Bullen. Das ist das einzige Fort in Westafrika, was dazu gebaut wurde, die Sklavenschiffe aufzuhalten und den Sklavenhandel zu stoppen. Es gibt eine britische Reisewarnung für die Fähre, weil die immer überfüllt fährt und in der Mitte vom Fluss hängen bleibt und untergeht. Und das können wir gar nicht nachvollziehen. Überfüllt, zu viele Leute auf der Fähre. Wenn keine Fahrzeuge drauf sind, maximal 2000 Leute. Die kommen gerade. Richtig wilder Atlantik hier. She'll take my heart if she wants it. She's all I can love with me anyway, even though she'll never stay. And I'll be standing